Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Wir sind zwei Piranhas und erzählen heute was über euch. Ach so, genau. Ja, wir sind nämlich heute in der FAQ-Folge, Frage-Antwort, genau. Genau, deswegen haben wir ganz viele Fragen rausgesucht, die ihr uns so im Laufe der Zeit gestellt habt. Dabei ist mir mal wieder aufgefallen, dass viele Leute es manchmal irritiert, dass wir Folgen vorab aufnehmen. Ja. Das heißt, da gibt's immer eine Zeitverzögerung. Das heißt, wenn ihr unter einer bestimmten Folge Fragen gestellt habt und dann kommt eine FAQ irgendwie, dann konnten wir die bis dahin nicht mal lesen, weil die schon abgedreht war zu dem Zeitpunkt. Darum gibt es immer so eine 5 Wochen Latenz im Groben, wie wir wieder Folgen abdrehen, sonst würden wir das zeitlich gar nicht schaffen. Mhm. So. Jetzt haben wir aber ganz viele gesammelt und ihr wart auch sehr fleißig. Vielen Dank dafür, weil ihr sehr viele unterschiedliche Fragen gestellt habt. Das fand ich sehr schön. Und es ist mir auch aufgefallen, wie extrem supportive die Leute irgendwie unter die Videos kommentiert haben. Das heißt, ihr seid super aktiv und wir lesen tatsächlich alles. So, jetzt aber zum Konkreten, dass wir vielleicht auch ein bisschen was dann erzählen. Also, die erste Frage, die ich hier habe, ist: Ich würde gerne von euch erfahren, wie ihr mit Geld in euren Spielen als Gameplay-Element umgeht. Wie viel darf man wo und am Ende finden? Was darf ich wann und wie kaufen können? Ich glaube, man kann in Spielen nicht zu viel Geld verdienen, kommentiert diese Person, weil in der realen Welt hat man ja auch nicht so viel Geld. Das müssen Spiele ermöglichen. Dagegen ist es wichtig, was man damit kaufen und sich ermöglichen kann im Spiel. Wenn das Geld verdienen und farmen und die Ware sich gut ergänzen. Boah, das ist aber wirklich ganz schön viel Fragen. Eine lange Frage. Also, wie gehen wir mit Geld um? Wenn der Spieler zu viel Geld hat, das hast du richtig erkannt, dann macht das Spiel keinen Spaß mehr. Das heißt, man muss immer so wirtschaften und den Spieler belohnen, ja, indem er viele coole Sachen findet, die was wert sind, damit sich das lohnt, überhaupt irgendwelche Truhen aufzumachen. Man kann natürlich auch einfach das Wort gibt's nicht in meinem Wortschatz eigentlich, aber für dieses Beispiel soll es mal herhalten, einfach Items, die immer cool sind, reinzutun. Du brauchst aber auch kein Geld, weil dann findest du immer wieder das nächste Item und so und dann brauchst du Geld nur noch dafür, um deine Heiltränke aufzustocken oder irgendwelche Zaubertränke und so weiter. Das heißt, es hängt nicht nur davon ab, wie viel Geld man findet, in verschiedenen Ebenen. Ja, die verschiedenen Ebenen sind, einen Drachenhort zu plündern, ist einen großen Schatz zu finden. Aber eine Bude auszuräumen, ja, ist wieder eine andere Ebene. Das heißt, wenn ich ein Haus habe, was ich dann irgendwie abgrase, ist ja auch ziemlich viel wert. Ist das denn genauso viel wert wie das, wenn ich ein Drachenhort platt gemacht habe? Oder ist das einfach was ich mitnehme? Nee, ist eher eine Stufe drunter. Findet man nicht so viel. Und die einzelne Geldbörse, die man findet, oder die einzelne Truhe oder die einzelne Leiche, die man plündert oder so, ja, das ist dann so die Ende der Nahrungskette. Das ist die unterste Ebene. Da kriegst du halt ein paar Münzen. Die nimmt man aber auch gerne mit. Das ist so ähnlich wie Erfahrungspunkte bei Monstern. Ja, für eine schwere Quest kriegst du am meisten. Ja, für einen fetten Gegner, dann kriegst du dann entsprechend viele. Und für die Ratte, die du umhaust, die 5 XPs oder 2 oder was, die nimmst du mal eben mit. Das heißt, so verteilen wir das Geld im Spiel. Ja, dass man halt immer irgendwie belohnt wird dafür. Wenn man eine große Leistung bringt, kriegt man viel Geld. Wenn man ein bisschen was macht, wie eine Ratte umhauen, das ist ja eigentlich, nicht so viel, dann kriegst du halt wenig oder auch mal gar nichts. So, das ist mal das, was reinkommt. Das, was rausgeht, ist auch sehr spannend und interessant. Das heißt, man muss ja auch dem Spieler irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen, damit er da mal was mit anfangen kann. Wenn ich Geld habe, dann muss ich, dann kann ich mir aber den nächsten Skill kaufen. Das heißt also, der Lehrer ist dann entsprechend teuer, der wird dann auch entsprechend dimensioniert. Mhm. Ich möchte gerne eine bessere Rüstung haben, die muss dann auch entsprechend teuer sein und auch immer teurer werden, weil man findet ja sehr viel. Ja, oder man möchte gerne hier was ausgeben, da was ausgeben. Das heißt, der Spieler muss auch in gewissen Abständen passend zu seinem Level, den er hat, entsprechend Geld ausgeben wollen. Das heißt, er hat da irgendwie Geld und hat irgendwie Bock zum Händler zu gehen, weil jetzt will ich Granaten kaufen, jetzt will ich die nächste Waffe kaufen, jetzt möchte ich irgendwie, und wenn ich nur immer wieder zum Händler gehe, um wirklich nur mich heilen zu können,
dann ist das nicht cool, dann muss schon ein bisschen mehr dahin. So, ja, das heißt, es ist so eine Minimax-Aufgabe und da eiert man rum immer so ein bisschen. Es geht dann ins Balancing rein, ne? Und dann fängt man mit irgendwas an und dann baut man darauf auf, dann hat man Erfahrungswerte und so und daran orientiert man sich an eine Steigungskurve, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo Glück hat, in einen Drachenhort reinrennt, den Schatz klaut und wieder ganz schnell raus, muss man das auch irgendwie können, ja, weil wir wollen ein Spiel mit viel Freiheit haben. Wir dürfen es dem aber auch nicht zu leicht machen, so, ja, und so, das ist ein riesen komplexes Ding, schwer zu erklären im Einzelnen, ja, habe ich trotzdem mal versucht. Bei so großen Spielen, die wir machen, also wir machen ja Open-World-Rollenspiele, bedeutet das auch, dass unterschiedliche Spielertypen dazu kommen. Es gibt Leute, die versuchen irgendwie möglichst nur die Hauptstory zu spielen und durchs Spiel zu kommen. Die lassen aber unwahrscheinlich viel rechts und links liegen und sammeln nicht alles auf. Und für den muss das Spiel trotzdem schaffbar bleiben. Und jemand, der jetzt zum Beispiel irgendwie zirkulär alles aufsammelt, was in jeder Ecke ist und alles mitnimmt, der hat natürlich dann auch mehr Geld in der Tasche zum gleichen Zeitpunkt im Spiel, wie jemand, der einfach nur da dran vorbeigelaufen ist und kann sich viel mehr leisten. Das heißt, derjenige, der hat natürlich auch später bessere Waffen oder Fähigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, als eine Person, die das jetzt nicht alles abgegrast hat und sowas bleibt zu berücksichtigen. Das heißt, für beide Spielertypen sollte das Spiel am Ende Spaß machen und trotzdem sollte der Spieler auch die Freiheit haben, dann auch entsprechend belohnt zu werden, wenn er wirklich in jede Ecke guckt und so weiter. Ne? Auch das spielt eine Rolle. Ja, das ist auch eine Frage. Also die nächste Frage lautet, Stichwort Pre-Production. Hey. Wie war bei euch bislang das Verhältnis zwischen der Pre-Production-Zeit und der restlichen Entwicklungszeit? Also spannend wäre es ja nun wirklich gewesen, wie du darauf kommst und was du da im Kopf hast. Denn das ist, glaube ich, bei jedem extrem anders. Allein schon, was man unter Pre-Production versteht. Ich sag mal, ein Indie-Titel hat eine sehr kurze Pre-Production. Da fängt man sofort an, am besten fürs Endergebnis zu produzieren, in den meisten Fällen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Ich sag mal, wie heißt dieses Spiel noch? Star Citizen. Da hat man zumindest das Gefühl, dass sie nie aus der Pre-Production rauskommen. Es ist eine Minimax-Aufgabe. Wie viel brauchst du? Die größte Löwenanteil ist Produktion, ganz klar. Und die Pre-Production von einem Spiel, was etwa 4 Jahre oder 3,5 oder hast du nicht gesehen, in der Entwicklung ist mindestens ein halbes bis einem Jahr. Was ist denn Pre-Production? Das ist die Vorproduktion, wo du testest, wo du Prototypen bastelst, wo du im Grunde genommen alle Facetten des Produktes einmal irgendwie in einer rudimentären Form baust, testest, ja, als Prototyp oder so, wie zum Beispiel, wenn du so ein Feature einbaust wie Jetpack, ja, dann muss der sich noch nicht mal korrekt animieren, aber es muss sich schon mal spielen können. Man eine Taste drücken, dass der entsprechend Gas gibt, so das Püppchen irgendwie, wie das aussieht, ist völlig wurscht erstmal, ja. Aber wie weit kann der denn, damit derjenige, der nachher den Level baut, ja, in der Produktion, dass der dann weiß, wie weit das sein darf, wie groß das sein darf, wie groß die Türen sein müssen, damit der Typ da durchkommt, aber der dicke Troll nicht und solche Dinge. Das heißt, solche Dimensionierungen festzulegen, ja, die Designs von den Sachen festzulegen. Wie sieht denn jetzt so ein Monster überhaupt aus? Welche Länder gibt es denn überhaupt? Welche Klimazonen hat man? Was für Geschichten erzählt man? Wie viele Kapitel hat man? Was für Charaktere kommen dahin? Wie viele Gilden hat man? Und so weiter. Solche Dinge müssen festgelegt werden in der Pre-Production, ja, meistens schon im Design, aber in der Pre-Production testet man schon die ersten Dinge, ja, und produziert schon mal so Daten, dass sie dann irgendwann, Ende der Pre-Production, ist dann der Vertical Slice, klassischerweise, oder Proof of Concept, je nachdem, ja, das heißt also, dass dann ein Externer sich dann anguckt, okay, das macht ihr jetzt, ihr habt jetzt ein Jahr rumgepröttelt, ja, jetzt gucken wir uns das mal an, ja, alles klar, kann ich mir vorstellen, okay, dann geht ihr in die Produktion, dann ist der Geldgeber auch zufrieden und sagt, okay, so kann ich mir das vorstellen, ja, da müssen wir hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, aber so, go, ja, das heißt, da muss man schon ein bisschen was machen.
Nicht zu verwechseln mit einem Pitch. Da muss man auch schon ein bisschen was zeigen. Ja, das ist im Grunde genommen die kleine Schwester von der Pre-Production sozusagen. Das Pitchen, das ist ein Prototyp, den man jemandem zeigt, zu sagen, so, das stellen wir uns vor. Und manchmal ist das eine auch mal das andere. Das ist je nachdem, wie groß ein Spiel ist. Ich habe das gerade versucht zu verdeutlichen. Star Citizen und ein Indie-Titel, so hinkt natürlich der Vergleich. Aber es gibt halt Spiele, die haben eine sehr lange Pre-Production. Und es gibt halt Spiele, die fangen sofort an zu produzieren. Und alles, was die machen, muss auch im Spiel landen und ist dann schon Endergebnis. So, ja. Und wie lang sowas sein darf, oder dann ist im Endeffekt, ja, hängt auch immer von dem Produkt ab, wie groß es ist, wie viel repetitive Daten man erzeugt. Ja, wenn wir zum Beispiel super viele Gilden haben, wie jetzt zum Beispiel bei Elex 2 hat man 5 unterschiedliche Gilden, ja, dann hat man auch unheimlich viel zu produzieren. So, ja, da muss man von jeder Gilde dann auf jeden Fall eine Rüstung schon fertig haben. Nee, aber man muss zumindest eine Rüstung fertig haben, dass man sich daran orientiert und sagt, das ist jetzt irgendwie so, soll das aussehen und so weiter und so weiter. Ja, das ist Pre-Production. Ja, das heißt, man könnte sagen, irgendwie je mehr neue Features dann auch in so ein Spiel kommen, desto mehr Zeit braucht man auch, um sowas dann vorzuproduzieren. Ja. Und ja, komplexes Thema. Jo. Nächste Frage. Outsourced ihr ab und zu Dinge, damit diese Deadline gerechtfertigt werden, beziehungsweise gibt es Zweige, die ihr nicht vollkommen im Unternehmen selbst fertigen könnt, als Beispiel Soundfotografie für 3D-Scans oder Modelle oder eigentlich ist das, wenn wir was rausgeben, meistens Malen nach Zahlen. Das heißt also, wir haben schon einen Prototypen oder ein Proxy-Mesh von einem Monster gemacht, dass es die Dimensionierung hat, so wie bei der Pre-Production halt so üblich, dass man sagt, so ein Vieh ist jetzt irgendwie 3 Meter groß und darf jetzt durch die Tür, durch die andere nicht. Und dann geben wir das raus an Outsourcer, die uns das Ding dann sozusagen die Details einarbeiten. Das heißt, die Fleißarbeiter an dem Ding machen. So, ja, sowas haben wir schon sehr häufig gemacht. Outsourcing wird immer mehr gemacht also wird häufiger benutzt in letzter Zeit, so, ja. Das heißt also, dass so ein Kernteam ist. Wir zum Beispiel sind etwa 35 Leute, die ein Spiel machen und so, und wir geben einige Sachen als Outsourcing dann raus. Das heißt aber, dass wir auch denen, die dann für uns Outsourcing machen, dann genau sagen müssen, wie es sein muss. Das heißt, der Arbeitsaufwand, ein Assignment, so nennt man dieses Dokument, ja, das hätte ich jetzt gerne so, ja, ist manchmal genauso aufwendig, wie das Ding selber zu bauen, ja. Und es lohnt sich dann nur, wenn man wirklich viele repetitive Dinge hat, das heißt Dinge, die sich wiederholen, ja, wo man auch wie in der Pre-Production einmal ein Ding hat und sagt, bitte in der Qualität so ungefähr und so weiter. Der Outsourcer hat normalerweise wenig Freiraum und möchte auch gerne das so machen, wie der Entwickler es haben möchte, und hat dann auch sehr viele Rückfragen, kriegt dann auch Feedback. Nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Der hat einen viel zu großen Kopf oder das ist irgendwie viel zu irgendwas, ne, hört sich nicht gut an, sieht nicht gut aus, fühlt sich nicht gut an, was auch immer. Ja, das heißt, es gibt auch Feedback-Schleifen und so weiter. Prinzipiell ist es so, dass einfach mehr Menschen an einem Spiel arbeiten. Das ist erstmal gut, ja, weil dann mehr fertig wird und die Qualität auch besser wird. Auf der anderen Seite erzeugt es aber auch mehr Chaos, ja. Das heißt also, dass irgendwer andere Dinge tut oder wie hat der Fragende gerade gesagt, welche Zweige man abgibt. So, ja, einen ganzen Zweig geben wir nicht ab. Die Dinge, die bleiben schon bei uns. Aber wenn es etwas gibt, wo man helfende Hände braucht, wo halt viele Sachen in der Qualität, wie wir es gemacht haben, Fleißarbeit nochmal irgendwie wir müssen ein Beispiel selber bauen. So ist das meistens, ne? Und das geben wir dann raus und sagen, so wie dies hier, bitte, aber dann gemünzt auf das. So, das passiert häufig. Du wirst ja auch nicht drauf warten müssen. Das heißt, wir müssen möglichst alles da haben, damit wir selber schon mal das Spiel dann machen können in der Zeit, wo wir dann die Assets vom Outsourcing-Studio dann irgendwann dann wieder reinkriegen. Aber wenn man dann sitzt und darauf warten müsste, wäre das natürlich total fatal, und würde Verzögerungen mit sich führen, die man ja nicht haben will. Also plant man die Sachen so, dass man möglichst immer schön parallel arbeiten kann. Und zum Thema Sound und Musik haben wir das tatsächlich auch gemacht. Und zwar bei Risen 2 und
Risen 3, da haben die Firma Dynamedion die Musik und den Sound gemacht. Oder zumindest, ja, produziert, ne? Also die Daten dafür. Haben wir tatsächlich auch schon gemacht, ja. Allen anderen aber nicht. Ja. Noch nächste Frage? Ja, das sind doch komplexe Fragen, ne, Ja. heute. Ja, also, hier fragt jemand, mir gefallen eure Geschichten sehr und ich frage mich, wie ihr eure Kreativität frisch haltet. Geschichten erfinden ist ja kein einfacher Prozess, sondern erfordert eine ordentliche Menge Gehirnschmalz und Hingabe. Das ist auch echt schwierig, ne? Also wenn man nicht reinkommt in einen Dialog schreiben, ja, das ist so ein Klassiker. Das habe ich sehr häufig, dass ich, wenn dann es läuft, dann läuft es, wenn man einen Dialog von einem Charakter schreibt. Und das ist auch eine sehr aufwendige Sache. Den schreibt man nicht mal eben hin. Oder noch besser, man lässt ihn von einer AI schreiben oder so. Nee. Also, Voll frech, haben jetzt einen ja, gibt's ja alles diese tollen Dinge, ne? Die Dinger, die können ja auch echt super und so weiter. Aber wenn man schon irgendwie, ne, es ist schon ein sehr komplexes Ding. Da brauchst du irgendwie 15 bis 20 Parameter, die du anlegst an so einen Dialog, wie der laufen soll. Da muss der auch noch eingebettet sein in die Questmechaniken und in dieses Dialoggedöns und so. Das ist schon echt kompliziert. Kann AI mit Sicherheit auch irgendwann. Aber was war die Frage? Die Frage ist, wie wir das machen. Eine Mischung aus frischem Blut, das heißt Leute, die wir als Neulinge da haben, die tatsächlich auch neue Inspirationen reinbringen. Gesellen, die schon mehrere Jahre bei uns sind, ja, die das gelernt haben, wie man bei uns Dialoge schreibt und Storys und so weiter. Und halt alte Säcke, wie ich jetzt beispielsweise. Ich mache die Hauptstory von unseren Spielen, dann auf bewährte, sag ich mal, Mechanismen zu greifen. Und ich lasse mich inspirieren, damit ich nicht immer dasselbe mache, auch von vielen Sachen wie Film, Fernsehen, also nicht Fernsehen, sondern von Filmen, Serien oder Büchern oder anderen Computerspielen. Und die Ansprüche werden auch immer größer. Das heißt also, der bunte Blumenstrauß an Geschichten, die erzählt werden wollen in einem Computerspiel, werden immer zahlreicher und auch immer abstruser, komplexer, ne? Manchmal ist es auch ganz cool, mal einfache Geschichten zu erzählen, aber wie hält man sich frisch? Schwierig. Ab und zu mal eine Pause machen, ja, und mal was völlig anderes machen. Ist ganz wichtig. Und dann, wenn die Kreativität kommt, wenn man merkt, okay, jetzt geht was, ja, dann muss man die ausnutzen und dann läuft das meistens auch. Dann lässt man das wieder liegen oder gibt es jemand anderen und sagt, guck mal, was hältst du davon? Dann wird das nochmal gefeedbackt, ja. Meistens dann auch von frischen, unverbrauchten Gehirnen, ja, die jetzt sich nicht schon monatelang mit Dialogen beschäftigt haben, sondern einfach vorbereitet einfach reingehen in diese Dialoge, in diese Geschichten und zu sagen, ist das jetzt interessant oder nicht? Und so halten wir das im Grunde genommen frisch oder interessant oder, oh, das ist aber jetzt hier cool, da fehlt vielleicht noch ein Element so, dann gibt's halt sehr viel Feedback, internes wie externes auch, ja. Das heißt, dass eine QA sich das auch nochmal anguckt und so weiter. So machen wir das. Im Detail hilft es natürlich auch extrem, wenn du dich gut vorbereitest. Also Beispiel, wenn du einen Charakter schreiben möchtest, und du hast dich nicht lang genug vorher mit diesem Charakter beschäftigt, ist der Einstieg unwahrscheinlich schwer. Das ist eine sehr große Hürde. Aber wenn du zum Beispiel schon genau weißt, du hast den Character Sheet gut ausgearbeitet, weißt, wo der herkommt, was für Einstellungen der hatte, was dem in der Vergangenheit passiert ist, wo der jetzt gerade lebt, welche Probleme er jetzt gerade hat, wie der drauf ist, wie seine Stimme ist, wie der aussieht und all diese Dinge, die zur Fleißarbeit gehören ein Stück weit, sind schon festgelegt und du beschäftigst dich dann mit diesem Charakter, dann weißt du eigentlich schon genau, wie der so drauf ist. Der ist so wie ein Charakter, den du vielleicht irgendwo in der Serie mal gesehen hast oder so und du weißt genau, was für eine Mimik der hat und wie der sich geben würde und wenn du jetzt als Spielerfigur dahin kommst und den anquatscht, wie würde der reagieren? Dann hast du im geistigen Auge vor dir, wie der sich umdreht und was der zu dir sagt. Und das schreibst du dann nieder. Das heißt, das kommt dann fast von allein. Und das macht es dir natürlich viel einfacher, als wenn man so unbedarft irgendwie eine Figur dahinstellt und denkt, ja, was könnte die denn jetzt mal sagen? Das funktioniert nicht gut. Ich sehe, dass ihr in eurem Regal Myst stehen habt. Habt ihr das Spiel oder die Spiele auch viel gespielt? Ich hatte früher den ersten Teil, habe es geschafft, ein paar Rätsel zu lösen, aber für mich war das Spiel irgendwie ziemlich sinnlos, weil ich den Plot nie verstanden habe. Ich war
aber auch ein Kind damals. Es ist, glaube ich, auch Sinn der Sache, den Plot nicht zu verstehen. Weil es ist, glaube ich, so kann ich mich erinnern, dieses Ding habe ich in der Post gesehen. Ja, das stand in der Post, in Amstetten, aus dem Kaff, aus dem ich komme, ja, stand dieses Spiel in Karton, so wie es hier steht, in einem Schober, ne, in so einem Regalding bei der Post, bei der Deutschen Post. Und das habe ich da gekauft und gedacht, oh, das sieht aber cool aus, ja. Und dann habe ich das auch gespielt. Sehr viel Physik, sehr viel Naturwissenschaften drin in diesem Spiel. Dinge, Zahlenspiele, Mathematik und so weiter. Und mittlerweile gibt es mehrere Teile davon tatsächlich. Ne? Es gab noch eine andere Reihe, die Zork-Reihe, die war auch so ähnlich, war noch komplizierter und abstruser, fand ich. Das ist auch Sinn und Zweck dieser Geschichte. Meistens ist damit gemeint, ich vergleiche das immer gerne mit Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci war ein Multitalent, der hat alle möglichen Dinge gekonnt. Ja? Der konnte schreiben, der konnte wissenschaftliche Sachen, der hat irgendwelche Maschinen erfunden und so weiter. Und diese Myst-Reihe, ja, die ist gemünzt auf so ein Multitalent, ja, der ein Buch schreibt, der so ein Autor, der immer irgendwie dahinter steckt, in dessen kranken Hirn man reinguckt. Ja. Und in diesem Mystspiel hat dieser Schreiber, dieser Papa, ja, zwei Söhne, ne? Der wird auch vom selben Schauspieler gespielt übrigens. Der eine ist so ein bisschen dicker da gemacht, der hat eine Brille und der andere ist ein bisschen dünner und irgendwie, und er selbst hat sich dann als alten Mann irgendwie grau gemacht und so, ne? Also ich weiß gar nicht, ob es der Macher ist von dem Spiel damals, aber das war als derselbe Schauspieler, konnte man auch sehen. Und man muss sich dann zwischen den beiden Brüdern entscheiden bei diesem Spiel. Und muss dann den Brüdern, die dort gefangen sind, in einem Buch, was der Vater geschrieben hat, ja, ein Buch links, ein Buch rechts. Bring mir die blauen Seiten, sagt der eine. Der andere sagt, bring mir die roten Seiten. Und du musst dich dann entscheiden, gibst du dem einen die blauen Seiten oder die roten Seiten. Das heißt, du musst dich sogar für einen entscheiden oder für keine. Darum geht es. Wem vertraue ich hier? Vertraue ich demjenigen, der diese ganze Geschichte erfunden hat? Aber der hat seine beiden Kinder eingesperrt in den Büchern. So, ja, wem traue ich jetzt? Wir trauen nicht dem anderen, gib mir die Dinger so. Das heißt, die trauen sich auch gegenseitig nicht und so weiter. Und das ist die Geschichte von diesem Buch. Ja, also, oder diesem Spiel, ja, dass man im Grunde genommen die ganzen Erfindungen, ja, von diesem Schreiber, der da dieses Buch geschrieben hat und seine Kinder da gefangen hat. Warum hat er das gemacht? Ja, und seine ganzen Erfindungen und so, der hat im Grunde genommen ein großes Rätselschlossinsel gebaut, ja, um die eingesperrt zu halten. Das ist so ungefähr der grobe Plot. So, ja. Und die ganzen Bücher, die man findet, sind alle irgendwelche Geschichten darüber, ja, wie er diese Insel erfindet und wie er sie selbst erlebt, als er sie dann in seinem Gedankenpalast, so kann man das sagen, ja, selber erlebt und halt baut und so weiter. Und darum geht's in diesem Buch. Das ist komisch, dass ich das überhaupt noch weiß. Das ist ewig her, über 20 Jahre, aber das fand ich schon sehr, sehr... Gab es nicht irgendwie so eine Neuauflage davon sogar? Oder ja, klar. Remake oder sowas? Remake und das stimmt, das gab's auch tatsächlich, ja. Ne? Ja. Spannend, aber super schwer. Und je weiter die Reihe vorgeht, zweiter, dritter Teil, so wird das immer schwerer und abstruser, fand ich zumindest. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Ich habe keinen davon gespielt, finde es aber nicht uninteressant. Ja. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Genau, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ja, ewig her. Aber ein Schätzchen. Fand ich damals jedenfalls. Das war noch so, da hat man noch irgendwie Karten gezeichnet auf dem Blatt Papier und so. Sonst kann man nämlich nicht klar durch die Kanalisation. Ja, das glaube ich. Du hast es durchgespielt, ja? Ja. Weißt du noch, wie es endet? Ja.